gekauft und will gar nicht wandern. Zu meiner Linken, hier im braunen Hemd, sitzt ABBA. Ich hab Lampen im Wert eines Golfs und bin gar nicht beim Wachschutz. Und zu meiner Rechten, im blauen Hemd, sitzt der Sandmann. Ich hab ein Seil, ich hab Haken, ich hab Ösen und bin kein Bergsteiger. Und zusammen sind wir die Dosenfischer. Innen ist Dosenfischen oder Geocaching. Also berühmt ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber es gibt ein paar Leute, die uns kennen, weil wir einen Podcast betreiben, und zwar seit 3,5 Jahren mittlerweile. Wir sitzen so ziemlich im Zentrum von Schwerin. Das hinter uns ist das berühmte Schloss, das Schweriner Schloss. Und natürlich gibt es da drüben auch einen Geocache. Relativ früh für unsere Begriffe, weil Geocaching zu dem Zeitpunkt noch nicht etabliert war, haben wir mit dem Hobby angefangen. So, dann lass uns mal suchen gehen. Die suchen irgendwas und machen sich verrückt. Ich kannte auch keine Geocacher damals. Also wenn du mich als kleinen Jungen gefragt hättest, Geocacher, hätte ich gesagt, das sind wahrscheinlich sowas wie Aliens, oder? Hier! No. Ich bin irgendwie auf Geocaching gestoßen, fand das total spannend, habe es ausprobiert und wurde belächelt. Tom fand das Hobby nicht ganz so spannend wie ich, im Gegenteil. Und ja, dann hat es dich aber irgendwann angefixt. Fund! Was? Wie schön. Dann habe ich mir auch so einen GPS-Empfänger gekauft. Und dann habe ich zu Hause auf der Couch gesessen und habe gedacht, das macht ja gar nichts. Und irgendwann habe ich dann verstanden, man muss sich bewegen, um davon was zu haben. Und bin dann mit meiner Familie los. Und als dann meine Frau sagte, Mensch, man kann mit dir auf einmal richtig spazieren gehen, war der Familienfrieden hergestellt und ich fürs Geocaching gewonnen. Ach, guck mal, der ist ja sogar trackbar. Gut. Abflug. Ich such Dosen, groß und klein, im Grünen und an Hau. Ich such Dosen. Als wir angefangen haben mit Geocaching, war das eine Geschichte, die wir uns nie hätten vorstellen können, weil viele Dinge einfach passieren, sind nicht geplant. Ich such Dosen. So passieren auch die Konzerte, so passieren auch die CDs und das ist eine Entwicklung, da haben wir Spaß dran und deswegen machen wir das. Und solange es uns Spaß macht, machen wir das auch. Fühl mich so mikro. Ich bin die schweigende Mehrheit. Ich hau niemand von den Socken. Das sind alles keine Freunde, die wollen alle nur locken. Ich bin Mikro. Songs haben wir mehr als genug momentan. Wir haben einige Songs momentan in der Pipeline. Momentan sind es 25. In etwa 25 Titel zu unterschiedlichen Themen. Wir singen über Nachtcacher. Hinaus in die Nacht, hinaus in die Nacht. Wir singen über Besserverstecke. Aber Ronny wurde besser Verstecker. Wir singen über Lost Places. Eine Treppe führt hinab, eine Eisentür rechts. Und das gibt es mittlerweile auch auf CD. Auf einer CD? Genau. Und die nächste kommt. Genau. Das haben wir uns auch schon beim Podcast gefragt, ob uns irgendwann die Themen ausgehen, weil wir ja sozusagen ein recht eng eingekreistes Gebiet beackern. Dann ist uns aber aufgefallen, dass dieses Spiel so nah am Leben dran ist, dass es gar nicht ausgehen kann, das Material. Also wenn wir auf Events unterwegs sind, wenn wir Leute treffen, sind es auch deren Geschichten dann zum Teil, die sich in unseren Liedern dann widerspiegeln. Also nicht nur eigene Erfahrungen, sondern auch die Erfahrungen anderer. Und da gibt es ausreichend Material für noch ganz, ganz viele Lieder. Dass es so sein wird, hätte ich nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass du ein Geo-Groupie wirst, Sternchen 08. und dann, was machen wir in 5 Jahren? Auch wenn alles gut läuft, haben wir immer noch ganz viel Spaß an den Dingen, die wir tun, die sich rund ums Geocaching ranken. Ob das nun das Blog ist, ob das der Podcast ist, ob das die Musik ist und wer weiß, was noch dazu kommt. Es ist ja so ein bisschen wie bei der Oscarverleihung, dass man an so einer Stelle auch unbedingt noch sagen muss, dass das Ganze nicht möglich wäre, ohne die vielen großartigen Menschen, die wir getroffen haben. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby. Das ist ein Familienhobby.